Renderfreunde, herzlich willkommen. Ja, zu Part 9. In diesem Tutorial werden wir uns jetzt langsam um unseren See kümmern. Wie gesagt, und dann werden wir mit Geometry Nodes heute mal unsere Insel mit unseren Bäumen, die wir erstellt haben, und den Steinen platzieren. Ja, fangen wir einfach mal an. Wir gehen mal einmal auf Base View. So, und bei unserem See ist es eine einfache Plane. Ja, so. So, und da ist ein Subdivide von 4 ungefähr drauf. Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir unseren See nur mit einem Bump Map versehen wollen. Ja, und das reicht für unseren Zweck und für unsere Szene. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Wir gehen einfach mal auf Shade View. Hier. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran. So, wir haben hier unseren Shade Editor von unserem See. Ja. So. Ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Wir werden uns einfach mal hier einen Texture. Ich nehme dafür den Musgrave Texture. So, setzen ihn hier rauf. Shift A und jetzt holen wir uns noch einen Vector Bump Map oder Bump Node. So, da haben wir hier eine Höhe. Ja, die Höhe. Die setzen wir jetzt in die Höhe im Slot rein von unserem Bump Node und setzen den hier rein. So, warten einen Moment. So, jetzt sehen wir schon eine leichte Wölbung hier. Seht ihr schon, ne? So. Das ist die Textur, die da drauf ist. Dieses, Musgrave-Textur. So, und gut, damit wir jetzt eine schöne Wellenform hier reinbringen, wir gehen mal auf Kameraansicht. So. Ich schalte nochmal Screencast ein. So. Okay, super. Gut, schauen wir uns das mal an. Am besten gehen wir gleich auf Cycles. Dann haben wir gleich einen besseren Blickwinkel von dem Licht her auch. Gehen ein bisschen näher ran. Na? So. Genau. Okay. So, jetzt haben wir unseren Bump Map mit der Musgrave Textur. Gut. Jetzt wollen wir hier diese Textur auch wieder skalieren. Ihr seht, je mehr ich skaliere, desto mehr Texturgröße, also die Textur wird enger zusammengezogen. Ja? Ich gebe mal 100 ein. Gut, okay, die Wellenform ist ziemlich stark. Ich gehe mal auf 200. Ja, das sieht schon mal gut aus. Machen wir mal 300. Ja, 300 ist gut. Also die Wellenform, Größe finde ich so in Ordnung. So, das ist gut. Genau. So, wenn ich jetzt aber mal einen See mit, wenn sich die Wellen mal ein kleines bisschen Wellen schlagen, dann haben wir so eine Art, die sind dünner gezogen, ja, viel zu dünn gezogen. Und ich sehe, dass unser See hier eigentlich ruhig sein sollte, sehr, sehr ruhig. So, die Wellen sind für mich viel zu stark. Da gehe ich einfach auf diese Strange, gehe ich auf 0,5, 0,1, wird immer weniger, ne? Seht ihr. So, das sieht auch schöner aus. Ein ziemlich ruhiger See, finde ich. Ich gehe mal noch weiter tiefer. Das sieht ja auch schon mal. So, haben wir auch leichten Spiegeleffekt. Das sieht richtig schön aus. Genau. Okay, als nächstes klicken wir unsere Textur mal an und drücken STRG T. Ja. So, jetzt haben wir unser Mapping geöffnet. So, und jetzt können wir mit der Skalierung der Z-Achse die Wellenform zusammenziehen. Ich glaube, das war schon richtig. Ich gucke mir es von oben nochmal an.
Dann sehen wir auch gleich die Textur hier. So. Und ziehen das mal. Ja, war das doch die falsche? Versuchen wir mit der X-Achse. Ah, mit der X-Achse ist es auch. Okay, aber das ist die falsche Richtung. Genau. Das ist die Y-Achse. So, und die will ich mal auf 3, 4. Ja, 4 ist gut. 4 ist gut. Einmal nochmal auf Kameraansicht. Ja, das sieht gut aus. Schöner ruhiger See. 0,03 nochmal einstellen. So, jetzt haben wir eine leichte Wellenform auf unseren See erreicht. Ganz ruhig. Ne? Und das reicht für mich eigentlich vollkommen. Da sieht man auch die Spiegelung von unserer Holzrampe hier, Holzsteg, dass sich der Wirbel hier sozusagen, das sieht eigentlich soweit gut aus. Okay, so, das ist eigentlich nicht mehr viel, das reicht für unseren See. Und wenn wir anfangen, unseren See zum Beispiel zu animieren, dann brauchen wir nur eigentlich die Location hier in die X-Richtung zu ziehen. Ja? Dann bewegen sich sozusagen, die Textur bewegt sich dann in die X-Richtung. Ja? Das ist unser Ziel und das ist auch ein guter Nebeleffekt. Wirbeleffekt, Welleneffekt. So, okay. So, jetzt haben wir das erreicht. Jetzt gehen wir mal langsam auf unsere Insel und fangen mal an, unsere Bäume und unsere Steine zu platzieren. So, wir gehen jetzt einfach mal auf Base View und unsere Insel, die jetzt so aussieht, müssen wir uns jetzt entscheiden, wo wir unsere Bäume erstmal platzieren. Ja? Wir müssen erstmal die Fläche markieren, wo die Bäume platziert werden. Dazu gehen wir hier einmal auf Vertex, hier. So, hier ist noch Vertex Groups, da ist noch nichts eingepflegt. So, und dazu gehen wir jetzt einfach mal auf Weight Paint. So. Okay, jetzt haben wir unsere große Pinsel. Mit F verkleinern wir die mal. So. Gut. Und jetzt bemalen wir unsere Insel, die Fläche, wo unsere Bäume jetzt gesetzt werden. So, wenn wir, okay, Weight einmal hoch, den Weight hier, die Stärke ganz nach oben auf 1 setzen. So, und jetzt mit F, also mit dem Pinsel, draufmalen. So, und sobald wir hier angefangen haben zu streichen, zu malen, erzeugt Blender sofort unseren Vertex Group, hier automatisch. Gut, dann gehen wir hier weiter. Hier ein bisschen, da ein bisschen. So, wir machen erstmal provisorisch ein paar Flächen. Genau, so ungefähr. Einmal durch die Kameraansicht. Okay. Also, das ist sozusagen die Kameraansicht. Und ich würde sagen, dass wir den Pinsel mit F verkleinern und hier vielleicht noch eine Bemalung. Hier ist vielleicht nachher noch ein Baum. So, schauen wir mal. Okay, gut. Jetzt haben wir ein paar Platzierungen gemacht. So, ich möchte die Kameraansicht, also mit Bäumen nicht jetzt unser Haus bedecken. Deswegen lasse ich das erstmal so und schauen erstmal, wie das aussieht. Gut. Gehen auch wieder auf Object Mode. So. Und den benennen wir jetzt einfach mal. Diesen Group mit Trees. Super. Okay. Geometry Nodes. So, jetzt gibt es eigentlich jede Menge Tutorials schon auf YouTube. Ich habe mir auch selber welche angesehen natürlich. Es ist eigentlich nicht schwer. Das Problem bei Geometry Nodes ist einfach das Verständnis dafür zu haben. Wenn man weiß, was diese Funktionen alle bedeuten bei Geometry Nodes, dann fällt es natürlich etwas alles einfacher. Ich werde hier kein großes Tutorial daraus machen. Das wird niemals reichen, weil Geometry Nodes ist wirklich sehr, sehr groß. Was man da alles machen kann, das ist einfach unglaublich. Okay, ich werde mir jetzt nur für unsere Szene, für diesen Tutorial, einfach einen kleinen Tutorial jetzt, so einen Grundkurs erstmal erstellen, damit ihr wisst, warum, weshalb. Ne? Okay, wir gehen hier einmal auf unseren Modifier. Wir haben hier sozusagen unsere Insel selektiert. Dann gehen wir hier rauf und suchen uns den Geometry Node Editor.
So, perfekt. Okay, Geometry Node Editor. Es ist eigentlich genau dasselbe wie unser Shade Editor, wenn man das jetzt mal rüberzieht. Ja, so. Okay. So, beim Shade Editor ist es ja so, wir haben ja hier ein Material Output. Ja? Und hier haben wir ein BSDF-Node, hier sind Daten. Ja? Hier kann man ja Einstellungen übernehmen. Ja? Ihr könnt hier die Feinheiten, die Scheineffekte, die Glattheit, die Rauheit, Metallic-Eigenschaften und so weiter, das kann man ja alles in diesem Node erstellen. Also sind hier Daten drin. So, wenn man natürlich noch zusätzlich noch was machen möchte, zum Beispiel eine Textur, da kann man eine Textur in den Slots einbringen, in diesen Node. So, und dann zu guter Letzt kann man hier auch ein Mapping, damit man mit der Textur von der Größe skalieren kann und so weiter und so fort. Ja? Jetzt muss man so vorstellen, Output, Daten, zusätzliche Preferences, also Texturen, Extras und dann nochmal eine Mapping-Tool für die Textur. Genau. Und dann bei Geometry Nodes ist es im Prinzip genau dasselbe. So, hier auch. Klicken jetzt einfach auf New. Was ist jetzt gerade passiert? Wir haben hier genauso, wenn wir hier auf Texture New klicken würden, würde uns er gleich den Material Output und den Principal BSDF erzeugen. So, und dasselbe passiert hier auch. Wir haben hier einmal ein Output. Okay, jetzt steht da nicht mehr Material, weil Material ist es ja nicht. Hier geht es um Geometrie. Das heißt, Geometrie, das sind diese hier. Ja, das sind alles ja Geometrie. So, und das ist ein Geometrie Output. Und das ist ein Material Output. So, und dann haben wir hier Group Input. Geometrie, ja, Eingang, sozusagen kann man sich das vorstellen, das ist jetzt BSDF, Principal und das ist hier dasselbe. So kann man sich das erstmal fürs Anfang, ja. Ich versuche das so zu erklären, dass es wirklich jeder Anfänger, Einsteiger verstehen kann. Also es ist nichts Professionelles, was ich hier erzähle, ja, ich rede zu viel, ich weiß. Ich fange einfach mal an, langsam den Schritt nachzugehen. Ich lasse das extra hier auf, damit wir immer einen Vergleich haben. So. Also gut, wir haben jetzt hier unsere Insel. Da ist eine Fläche, die wir bemalt haben, wo die Bäume nachher platziert werden sollen. Gut, okay. Wie gehen wir jetzt vor? Also, groß Englischbegriffe ein bisschen anzulernen wäre nicht schlecht natürlich, weil wir sonst die Sache hier nicht verstehen würden. Also wir müssen etwas verteilen. Ja? Wir gehen jetzt einfach mal auf F3, so, und suchen das, machen wir mal Points, ne? So, ich glaube, das war das hier. Genau. So, wir wollen Punkte, also Objekte eigentlich, hier ist es jetzt mit Points versehen, hier steht Points, Verteilung der Points auf Faces. Ja, wir wollen was verteilen auf unseren Faces. Ja, so, okay, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber, setzen das mal da rein. Na, nochmal. So, und Points nehmen wir hier raus, packen wir eine Geometrie. Und seht, was gerade passiert. So, jetzt haben wir gerade so viele Punkte auf unsere Insel. Was heißt auf unsere Insel? Unsere Insel ist gar nicht mehr da. Das Objekt Mesh, also unser Mesh, ist nicht mehr da, weil wir das durch diesen Node, durch die Punkte ersetzt haben. Wir sehen nur sozusagen die Form unserer Insel durch die Punkte. Ja? Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass unsere Insel zu sehen sein soll. Also wir wollen unsere Insel ja sehen. So, was machen wir jetzt? Gut, jetzt haben wir hier auf unserem Shade Editor gibt es ja Mix Shader. Ja? Wozu benutzen wir Mix Shader? Um zum Beispiel auf unsere Insel vielleicht noch eine Eigenschaft dazu zu fügen. Hier rein zum Beispiel. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt Shader, Mix Shader,
könnten wir jetzt hier reinsetzen. Ne? Und dann haben wir hier jetzt einen Slot frei, um einen extra Shader auf unsere Insel zu bringen. Ja? Shader zum Beispiel ist damit gemeint, ja, was soll ich da jetzt sagen? Bisschen mischen mit Farbe oder Transparenz, ja, bisschen Transparenz einzubringen oder Refraction. Diese Sachen könnte ich jetzt zum Beispiel diesen hier Beispiel hier reinfügen. So, was habe ich erreicht? Ich habe nur erreicht, dass ich einfach einen Shader gemixt habe zu dem Principled BSDF. Die Farbe weiß. So, und jetzt ist das beim Geometry Nodes im Prinzip genau dasselbe, aber hier heißt es einfach nicht Mix, hier heißt es einfach Join. Join Geometry. So, das ist unser Mix Shader. Wir gehen jetzt einmal hier rauf. So, jetzt haben wir einen Mix Shader in Geometry Nodes eingesetzt. Sozusagen heißt das also Join Geometry, weil wir nicht mit Shadern arbeiten. So, jetzt ziehen wir die Geometrie von unserer Insel, ja, hier rein. Boom. So, jetzt haben wir unsere Insel wieder. Ja, das ist unsere Insel. Ihr müsst immer dran denken, hier sind die Daten drin von unserer Insel. Okay, soweit so gut. Jetzt haben wir erstmal eine Verteilung der Punkte. Jetzt sagt ihr, was soll ich mit den Punkten anfangen? Ist richtig, nur wir werden ja später unsere Bäume verteilen und dazu brauchen wir diesen Node, damit wir die Punkte später durch unsere Bäume ersetzen. Ja, alles klar soweit. Okay, weiter geht's. So, also, soweit so gut. Wir haben jetzt erstmal den Standard erstmal soweit aufgebaut. Ja, das habe ich soweit erklärt. Join, wie der Name schon sagt, Geometry. Hier haben wir unseren ersten Node, der dafür da ist, dass unsere Objekte auf unsere Faces verteilt wird. Ja? Jetzt zurzeit sehen wir nur Punkte. Aber jetzt gehen wir so vor, das ist jetzt die knifflige Sache. Ihr müsst so vorstellen, bei Geometry Nodes, ja, diese Objekte hier, die ihr alle seht, was alles auf Viewport zu sehen ist, alle Objekte, die erstellt wurden, müsst euch einen Namen merken, das ist Instance. Ja? Instance sind die Objekte, die im Viewport zu sehen sind, die hier eingefügt werden. So kann man sich das auch vorstellen, so heißt es einfach hier. Da geben wir jetzt einfach mal F3 und habe ich schon eingegeben, genau, Instance on Points. So, das ist das nächste, was wir brauchen. Instance on Points. So, Instance auf die Punkte. Das sind diese Punkte hier, ja, die hier gerade drauf sind. Und diesen Node brauchen wir, um Instanzen durch die Points zu ersetzen, sozusagen. So, und diesen Node nehmen wir jetzt und ziehen das einfach mal dazwischen. So, jetzt sehen wir keine Points mehr hier. Die Points sind weg, weil hier steht ein Slot. Hier ist ein Slot mit Instance. Und hier setzen wir unsere Geometrie ein. Und die wird dann auf unsere Insel verteilt. Ja? Okay, soweit so gut. Wie wollen wir jetzt unsere Assets, unsere Bäume jetzt hier reinbringen? Das ist das Schöne jetzt hier am Geometry Nodes. Wenn wir unseren Assets-Ordner, da sehen wir jetzt unsere Trees, hier, Trees-Ordner, den habe ich eingeblendet. So, den nehmen wir jetzt, halten das gedrückt, den Ordner, und ziehen das einfach mal hier rein. So, das heißt, Geometry Nodes erzeugt automatisch schon sozusagen den Node hier fertig. Der weiß ganz genau, was das ist. Hier ist schon Trees, der Ordner drinne. Das heißt dann Collection Info. Ja? So. Aber bevor wir diese Geometrie hier reinfügen in unsere Instance hier, sollten wir diese beiden Kästchen einmal einschalten, separieren, Children, wenn es zum Beispiel ein Partikelsystem dahinter steckt, den einfach mal erstmal resetten, weil sonst würde die Rechenleistung vielleicht sogar abstürzen. So, und hier haben wir eine Dichte hier, 10.000 steht hier gerade, die sollten wir vorerst mal auf 0 stellen. So, gut. Warum, erkläre ich euch gleich. Weil ihr müsst es so vorstellen wie ein Partikelsystem.
ihr gebt ja bei Partikelsystem die Menge ein, wie viel verteilt werden soll, wie viel Bäume, ne? 10.000, 5.000. So, und das ist die Dichte damit hier gemeint. Mit dieser Dichte werden wir später unsere Menge der Bäume variieren. Gut, dann ziehen wir jetzt unsere Geometrie hier in unser Instance-Slot rein. Okay, so ihr seht, noch gar nichts. So, die Geometrie von unseren Bäumen, der Kollektion Trees, ist jetzt hier in der Instance drinne. Und weil die Dichte jetzt noch auf 0 steht, das haben wir sicherheitshalber gemacht, jetzt geben wir mal ein 0,05 vorerst. So, jetzt seht ihr, was passiert ist. Jetzt haben wir unsere Bäume hier komplett auf unsere Insel verteilt. Ohne Koordination, einfach komplett über unsere Insel. So, und richtig schön voll. Ja, soweit so gut. Okay, so, hier passt ja einiges noch nicht. Also die Skalierung, das musste alles noch eingestellt werden. Ist alles richtig. Gut, als nächstes, damit wir jetzt erstmal die Höhe haben und die Größe der Bäume, gehen wir als nächstes hier auf Skalierung. Schieben das mal ein bisschen hier rüber. Und geben wir hier ein, so, 0,1. So, damit wir jetzt mal wieder was sehen können. 0,1. Okay, jetzt haben wir unsere Bäume. Die sind jetzt schon mal da. Die Größe passt auch schon. Das müssen wir nachher mal gucken. Die wollen wir noch rotieren in unterschiedlichen Richtungen. Passt, ja. Okay, gut. Als nächstes will ich, wie beim Partikelsystem, unterschiedliche Größen haben. Wie machen wir das? Wir gehen einmal hier rüber auf diesem Feld wieder, gehen auf F3. So, um was unterschiedlich zu erstellen, ja, dann ist das englische Wort random. Ja, random. So, das könnt ihr auch schon merken. Random Value. So, dann holen wir uns das rein. Jetzt haben wir hier ein Random Value Node. Und das ist eigentlich für alles, ob es Rotation ist, Skalierung ist völlig egal. So, damit gehen wir jetzt hier in unsere Skalierung rein. So, jetzt ist gerade wieder alle Bäume wieder groß. Alles gut, weil hier diese Standardeinstellung drin ist. Mindestens 0, max 1. Gut, dann gehen wir hier mal rauf und sagen einfach hier 0,1 wieder und schon haben wir unsere Bäume. Aber ihr merkt schon, jetzt schon, dass wir unterschiedliche Größen haben. Ja, so, und das können wir auch noch ändern. Wenn wir hier auf Minimum zum Beispiel 0,05 eingeben, ändern sich die unterschiedlichen Skalierungen der Bäume. Ja. Wir lassen das erstmal so, das ist soweit gut, gefällt mir schon. Und hier wie bei Partikelsystem könnt ihr auch hier Seeds verschiedene Variationen ändern lassen. Wenn ihr raufklickt, könnt ihr unterschiedliche, so einen Zufallsgenerator, also sozusagen verschiedene Versionen sehen, wo das platziert wird, diese Größen. Oh, okay. Okay, so, als nächstes fangen wir mit der Rotation an. Ziehen wir das mal ein bisschen hier zur Seite, damit wir Platz haben. So, den schieben wir mal nach oben. So. Okay. Jetzt geht es um Rotation. Hier genauso. Wir gehen wieder hier auf F3. Sagen wieder Random Value. So. Jetzt haben wir unser Random Value hier. Und den ziehen wir jetzt auch hier rein. In die Rotation diesmal. So, und jetzt seht ihr, was passiert. Alle legen sich hin und so weiter und so fort. Warum? Hier ist auch mindestens 0, max 1. Und wir können hier rumskalieren. Also ihr seht, was passiert. Die Rotation geht in alle Richtungen. Ja? Aber wir möchten ja nur in der Z-Richtung Rotation durchführen. Ja? So, das heißt, wir wollen rotieren auf der Z-Richtung und dafür müssen wir die X, Y, Z-Achsen irgendwie kombinieren. Das heißt hier, ich gebe das einfach mal ein,
Combine XYZ. Das ist das. Den ziehen wir mal hier dazwischen. Gut, jetzt hat er automatisch die X-Achse gewählt, aber das wollen wir nicht. Wir brauchen die Z-Achse. So, jetzt stehen sie alle wieder gerade. Ja, gut. So, das lassen wir jetzt so. Wir könnten trotzdem die XY-Achse noch ein bisschen variieren, aber ich will die so belassen. Aber jetzt möchte ich, wenn man ein bisschen näher rangeht, so, möchte ich jetzt die Z-Achse unterschiedlich rotieren. So, jetzt haben wir hier die Max und wenn wir uns das mal drehen, so, okay, das war jetzt zu viel, lassen wir bei 1 und die Minimum vielleicht etwas erhöhen. So, genau, dann machen wir 0,5. So, und dann vielleicht ein bisschen nochmal hier erhöhen. So, jetzt könnte man, wenn man will, vielleicht ein bisschen mit der X-Achse rumspielen. Ja. Und ein bisschen mit der Y. So, muss ja nicht unbedingt alles in der Z-Richtung genau sein. Okay, jetzt haben wir unsere Bäume in der Z-Richtung mit Random Value unterschiedlich gedreht. Und ein bisschen mit der Z-Y-Achse, ja, ein bisschen geneigt, die Bäume. Super, soweit so gut. Jetzt ist es immer noch so, dass unsere Bäume ja komplett über die Insel verteilt ist. Das wollen wir ja nicht. Jetzt kommt die tolle Geschichte bei Geometry Nodes. Geometry Nodes ist sozusagen ein Modifier. Es wird hier eingeblendet, wie ihr seht. Ja? So, die benenne ich jetzt einfach mal. Ich sage einfach mal Geo. Trees. So. Und hier auch. Geo Trees. So. Jetzt haben wir unseren diesen Geometry einen Namen gegeben, wie bei unserem Shade Editor. Da geben wir auch unseren Namen ja. So, okay. Wir haben unseren Vertex Group Trees. Wie holen wir jetzt hier rein? Ganz einfach. Jetzt haben wir hier unsere Verteilung Distrib Points on Faces. So, und wenn wir uns mal diesen Node genau anschauen, haben wir hier ein Slot, Selektion. Und diese Selektion, diesen ziehen wir jetzt hier rein, in diesen freien Slot. So, und dadurch, wenn wir diese Selektion hier in unser Group Input, wo unsere Geometrie, unsere Insel steckt, reinsetzen, erscheint hier sozusagen ein Reiter, ein neuer Flächenreiter sozusagen. Ja? Und das ist dafür da, damit man noch Einstellungen übernehmen kann oder Daten übernehmen kann. So, ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe, aber hier steht gerade 1. So, wir wollen aber diese Selektion dafür nutzen, unsere Vertex Group, die wir erstellt haben, hier reinzufügen. Dann klicken wir einfach mal hier rauf, hier auf diesen Icon hier, auf ein Symbol. Jetzt ist das 1 weg, ist eine leere Fläche. Da reinklicken und dann seht ihr schon, er zeigt uns Listen an, was wir nutzen können. Ja, hier ist ein UV-Map drin und so weiter und so fort. Aber das, was wir brauchen, sind Point, er erkennt das schon hier, Trees. Und den haben wir jetzt geklickt und der ist jetzt da drin. Das ist eine Auswahl von unserer Vertex Group in die Selektion. Jetzt weiß er, aha, okay, ich habe Points, den Rest erkennt er nicht mehr und er hat eine Selektion, eine Fläche sozusagen, in unserem Fall, wo die Bäume verteilt werden. So, jetzt haben wir hier unsere Bäume. Das ist die Fläche. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, okay. Jetzt können wir unsere Bäume, jetzt die Menge ändern. Und das ist mit unserer Dichte. So, jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig, geben wir mal 0,1 ein. Machen wir mal 0,3. So, ihr seht, je mehr ich die Dichte erhöhe, desto höher liegt auch sozusagen die Menge. Und wenn ihr möchtet,
damit ihr hier nicht mehr reingehen braucht. Also ich sag mal so, das Schöne an diesen Geometry Nodes Geschichte ist immer, dass man die Einstellungen dieser einzelnen Nodes hier reinsetzen kann. Das machen wir jetzt einfach mal. Hier rein. So, jetzt haben wir diesen Slot hier drin und diese Einstellung auch hier. Ja. So, jetzt könnten wir hier wieder weitermachen. 0,4. So, jetzt gehen wir einmal auf Kameraansicht. So. Bisschen zurück. Oder skalieren wir das etwas tiefer. Nochmal. So. Na. So, okay. So, wenn man die Sache jetzt nochmal vereinfachen möchte, wir haben ja hier Density stehen, das Wort Density. Damit wir, wenn wir zum Beispiel größere Projekte irgendwann hier haben und damit wir wissen, was dieses Einstellung überhaupt alles, wofür das steht, hat man die Möglichkeit, natürlich den Label oder den Namen zu ändern. Da gehen wir hier auf N, hier. So, da haben wir hier unter Group, hier, so, hier haben wir den Namen Density, ja, also hier. Und den können wir jetzt ändern durch Menge. So, jetzt haben wir hier das Wort Menge stehen und dann wisst ihr genau, wofür diese Einstellung dann da ist. Ne, das ist auch das Schöne. So, und hier genauso bei Selektion, da können wir sagen, Fläche. So, das ist die Fläche, das, was wir bemalt haben, wo unsere Bäume jetzt sind. Und das ist die Menge, wie viele Bäume wir einsetzen wollen. Ja. Okay, als nächstes möchte ich gerne, dass die Bäume vielleicht ein bisschen größer werden. Ja, die sind, glaube ich, etwas noch zu klein. Wir gehen mal hier rein, Random Value, ja, hier, so. Und den genauso, den mit Shift-Taste gedrückt, skalieren wir etwas größer, so, oder so ungefähr. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und den Minimumwert bisschen kleiner. So, okay. So, jetzt haben wir eine schöne Kameraansicht mit unseren Bäumen. Hier ist noch eine Lücke. Wir machen das mal anders. Wir ziehen noch ein Fenster hier rein. So, vergrößern das mal. So, okay. Bisschen klein. So, und jetzt gehen wir auf unsere Insel, also selektieren unsere Insel hier, gehen auf Weight Paint. So, jetzt haben wir unsere Pinsel und können jetzt gleichzeitig jetzt bemalen. Unsere Bäume werden gleich hier mit auftauchen. Wir machen mal so. F bisschen vergrößern. Schauen wir uns das mal an. Genau, das müsste eigentlich hier sein. Steuerung Z, da war zu viel. Okay, so, hier. Vielleicht hier noch eins. So. Und vielleicht hier noch eins. So. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Object Mode. Alt A, alles deselektieren und schauen uns das mal an. Jo, das sieht ja richtig toll aus. So, jetzt haben wir unsere Bäume platziert, schön verteilt in unterschiedlichen Größen, wie ihr das seht. Okay, als nächstes gehen wir mal jetzt an unseren Steinen ran. So, einmal wieder auf Base View, den Fenster wieder schließen. So, okay. Genauso wie bei den Bäumen, wenn wir jetzt wieder ein Vertex Group erstellen, da wo unsere Steine platziert werden sollen. So, einmal die Insel selektieren. So. Vertex Group. Okay. Jetzt gehen wir einmal hier wieder auf Weight Paint. So.
Und jetzt gehen wir hier steht noch Trees, der ist ja noch selektiert, deswegen sehen wir das ja noch. Jetzt gehen wir auf Plus. So, und den benennen wir Stone. Fertig. So, die Bäume sind natürlich noch zu sehen, die ist ja eingeblendet, aber die roten Flächen sind nicht mehr da, weil jetzt die Stone-Fläche gewählt ist. Wenn wir jetzt nochmal Trees wählen, hier sind die roten Flächen und Stone jetzt. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen runter. So, fangen wir einfach mal an, hier ein bisschen zu malen. So. Okay. Vielleicht ein bisschen unter der Rampe, warum nicht? So. Einmal Kameraansicht. Machen wir hier auch noch welche. Okay. Bisschen hier. Ja. Okay. So. Jetzt haben wir unsere Steinfläche mit Stone, mit dem Namen Stone hier jetzt bemalt. Genauso wie bei den Bäumen erstellen wir jetzt wieder einen neuen Geometry Nodes. So, bringen wir das mal hier ein bisschen rüber. Skalieren das hoch. Okay. Um jetzt die ganze Arbeit zu ersparen, machen wir es mal jetzt so. Wir haben jetzt unsere Insel hier skaliert, ja, unsere Insel mit Geometry Nodes versehen. Wir kopieren uns diese inneren Flächen hier. Ja, diese Nodes, die kopieren wir uns einfach mit Steuerung C. So. Und jetzt erstellen wir uns über den Mausschlüssel hier, ja, das ist jetzt sozusagen Trees, so, und sagen Add Geometry Nodes. So, jetzt haben wir einen neuen Geometry Nodes erstellt und klicken hier auf New und den nennen wir Geo Rocks. So, perfekt. Jetzt ziehen wir den mal auseinander, nehmen das mal weg. Steuerung V. So. Okay, gut. So, jetzt holen wir uns diese Geometrie hier wieder rein. Den Output hier rein. Na. Gut, er hat gerade die ganzen Bäume geladen. Wir hätten vorher vielleicht auf X drücken sollen, genau, damit das nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz gehen wir diesen Weg jetzt weiter. So, klicken hier rauf. Unser Ordner heißt Rocks. So, jetzt warten wir. Dieser Ordner haben wir jetzt sozusagen übernommen, Rocks. Unsere Steine sehen wir schon. So, jetzt müssen wir warten. Ja, der ist gerade beim Berechnen. So, und jetzt haben wir hier wieder Dichte 300 stehen. Den setzen wir auf 0. So. Okay. Jetzt haben wir hier eine Selektion, genauso wie bei den Bäumen. Gehen wir jetzt hier rein, setzen das hier ein, klicken hier auf die Fläche hier, auf dieses Icon, klicken hier drauf und suchen uns Stone. Das ist der Vertex Group, den wir bemalt haben auf der Insel. Okay, jetzt gehen wir hier natürlich die Dichte wieder auf 0, gehen wir mal 5 ein, 0,05. So, jetzt sehen wir die ersten Steine schon da. So, jetzt haben wir die Menge erreicht. So, wir könnten jetzt zum Beispiel die Skalierung hier schon mal hier auf 0 setzen und die auf 0,5.
So, damit wir die Steine auch erkennen können. Okay. Jetzt können wir langsam mal die Menge erhöhen auf 0,1. Aha, okay. Ich glaube, die Steine sind etwas zu groß. Die gehen wir mal ein bisschen noch runter hier. Und den Minimumwert so. So. Okay. Gut, jetzt haben wir noch die Rotation. Die ändern wir jetzt auch. So. Machen wir mal erstmal 1. So. Noch kleiner. Oh, so. Okay. So. Gut, jetzt haben wir unsere Steine. Jetzt müssen wir natürlich die Menge noch ändern. Das ist viel zu wenig. Gehen wir auf 0,5. Okay, ist immer noch zu wenig. 1. 2. Wir öffnen mal kurz einmal den Cycles. Schauen uns das mal an, wie das aussieht. Doch. Okay, machen wir mal 5000. Also 5. Ah, okay. Sieht schon langsam besser aus. Das sieht gut aus. Super. Ja. Jetzt haben wir nochmal unsere Steine hier. So, wir werden mal ein bisschen noch mit der Skalierung arbeiten. Machen wir mal 0,2. Okay. Okay, das ist zu groß. Machen wir 0,4. Den machen wir auf 100. Ne, 0,1. Ja. So. Okay, ist wirklich doch ein bisschen zu groß. So, man muss selber ein bisschen nachgucken, wie das am besten schönsten aussieht. Und uns einfach rantasten, ja. So. Ja, ich finde die Größe eigentlich nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist zu viel, ne? Das ist zu viel. Gehen wir ein bisschen drunter. Auf 4. Genau, vielleicht mal einen anderen Seed. Jo, das sieht gut aus. Okay. So, jetzt haben wir unsere Steine platziert. Ja. Das ist genauso wie bei den Bäumen. Wie gesagt, haben wir nur den Editor komplett kopiert und hier eingefügt, ne? So, perfekt. Okay. Ja, das zu Geometry Nodes. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie man jetzt statt dem Partikelsystem den Geometry Nodes nutzen kann. Und ein kleiner Grundkurs gewesen. Ich hoffe, ich habe es so gut wie möglich erklären können. Man hat hier so viele Möglichkeiten mit Geometry Nodes, was man machen kann, aber dafür reicht diese Tutorial-Zeit einfach nicht. Das ist wirklich sehr groß. Ja, ich sag's mal, das war es eigentlich schon für diesen Part. So, jetzt haben wir unseren See schön eine Wellenform gegeben. Wir haben unsere Bäume da. In dem nächsten Part kommen wir langsam zum Ende hin. Da werden wir unsere Szene mal schneien lassen. Da wollen wir Schneeflocken sehen. Ja? Ich bedanke mich fürs Anschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.